Leute, willkommen zu Video 6. In diesem Video schweiße ich ganz viele Löcher zu. 60, 80, ich weiß nicht, ich habe sie nicht gezählt. Außerdem muss ich einen neuen Sylrand bauen im vorderen Bereich des Schiebelugs. Lücke, Loch, ist ja auch keine Luke da, also nur ein Loch da. Die vordere Seite muss neu gemacht werden, die ist schief eingebaut, schon dran rumgeschnitten und außerdem ist da auch ein dicker Schlitz drin, der irgendwie in den Rumpf im Dach drin ist und irgendwie mal zu gespachtelt wurde, keine Ahnung. Schweiße ich auf jeden Fall zu und in diesem Video zeige ich euch, wie das geht, beziehungsweise wie ich es gemacht habe. Ob es so geht, weiß ich noch nicht genau. Wir werden sehen. Viel Spaß! So, hier mal so ein Testloch, nur für euch. Als erstes ausbohren, um die Spachtel- und Sika-Flex-Reste zu entfernen. Dann mit einem größeren Bohrer oben eine schöne Phase ranbohren. Dann die Löcher schön sauber machen, um Fettreste und Staub zu entfernen. Ich benutze hier immer Isopropylalkohol. Für die größeren Löcher habe ich mir ein paar Kekse ausgesägt. Um den Keks ordentlich einschweißen zu können, habe ich mir eine kleine Konstruktion gebaut. Von unten drücken zwei Dachlatten gegen eine Stahlplatte, die das Loch verschließt. Und dann kann man den Keks einfach oben rauflegen, hat dann auch genau den richtigen Abstand und ist viel leichter dort einzuschweißen. Hier ein paar Vorher-Nachher-Bilder. Nach dem Flexen mit der Schrubbscheibe habe ich dann nochmal eine Fächerscheibe aufgespannt und damit geschliffen. Die Oberfläche, die ihr seht, ist aber noch nicht die finale Oberfläche. Das wird dann im Sommer nochmal fein geschliffen.
Gut, der nächste Teil in diesem Video ist die Sylkante und dieser ominöse Schlitz vor dem Loch des Schiebelugs. Als erstes muss ich die Sylkante ja schön gerade abschneiden. Das habe ich mit so einem Stahlblech hier bewerkstelligt. Das war aber, glaube ich, ein alter Blumenkastenhalter an meinem Häuschen. Da das Deck ja gebogen ist und ich auch eine gebogene runde Sylkante möchte, musste ich mir dieses Maß hier irgendwie auf mein zu schneidendes Blech dann übertragen. Dabei habe ich ja eine alten Kante gemessen, die sind 60 cm lang und hat eine Erhöhung in der Mitte von 13 mm. Jetzt kann man sich da natürlich hinsetzen und das mühsam ausrechnen. Ich habe aber diese beiden festen Werte in einen Kreis eingezeichnet und das ergibt dann einen Radius von 3,50 Meter bzw. 7 Meter Durchmesser. Ich habe jetzt also einen Fixpunkt gesucht und messe von diesem quasi den Mittelpunkt des Kreises einen Radius von 3,50 Meter ab und zeichne diesen dann auf mein Blech auf.
Erst einmal schön anpumpen und dann in Segmenten einschweißen, denn durch Wärmeverzug ist das Risiko mal recht hoch, dass danach dann eben doch nochmal was schief ist. So, damit ist dieses Video auch schon wieder fast vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Video geht es darum, die alten Luken wieder hübsch zu machen und einzubauen. Bis dann, ciao, ciao.